Und er ist quasi wieder nach Hause gekommen. Michael Ballack, wenn man das so sagen darf. Sie sind ja als Fußballer, klar, ein Star und ganz groß. Wie sieht es denn aber aus so mit den Qualitäten als Tanzsportler? Schauen wir mal. Die Tanzschule habe ich geschwänzt. Wie ganz? Ja, ganz, komplett. Habe ich mich gedrückt. Da ist man noch jung und unerfahren und deshalb weiß man nicht, was man später verpasst hat. Ne? Heute wäre ich mal lieber gegangen. Ah, genau. Also ein guter Tipp wäre ja, sich eine Dame zu suchen, die führen kann. Oder so, ja, das wäre das Beste. Haben Sie schon einen im Auge? Sie sind ja momentan noch solo. Wer ist die Dame heute vielleicht, die hoffen darf, mit Ihnen hier ins Schwitzen zu kommen auf dem Parkett? Ja, notfalls tanze ich mit meiner Mom, die ist auch hier. Oder halt gar nicht. Also ich habe da noch niemanden ins Auge gefasst. Das gar nicht, glaube ich, wird nichts, Herr Ballack, denn ich habe schon viele Damen gehört, die unbedingt mit Ihnen tanzen wollen. Also Sie müssen sich darauf gefasst machen, dass Sie aufgefordert werden. Okay, dann gebe ich mein Bestes. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen schönes Tanzen, viel Vergnügen und einen wunderbaren Abend. Vielen Dank. Heute ist er in Dresden, Michael Ballack, aber gestern war er ja auch schon in seiner alten Heimat in Sachsen, in Chemnitz nämlich. Und das war ein ganz besonderer Besuch für ihn und dabei haben wir ihn exklusiv mit der Kamera begleitet. Ein Weltstar kommt nach Hause und hat ein ganz besonderes Ziel. Ja, ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr hier. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Einmal noch diesen Pfosten berühren, einmal noch auf diesem Rasen stehen. Das hier war und ist Michael Ballacks erster Fußballplatz. Hier hat er vor 30 Jahren fast alles gelernt, was ihn später zu einem Weltstar machen sollte. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mal ziemlich viele Tore auch gemacht habe. Ich glaube 17 Stück in einem Spiel, da kann ich mich noch erinnern. Das weiß ich noch genau, weil mein Opa mir immer ein paar Pfennig versprochen hat für jedes Tor. Und da waren wir natürlich besonders motiviert. Nicht nur an seinem ersten Fußballplatz hängt Michael Ballack. Auch zu vielen alten Freunden hat er noch Kontakt. Zum Beispiel Frank Bauer. Mit ihm hat er jahrelang gespielt. Oder Thomas Alexander, ein richtiger Kindergartenfreund. Und natürlich ist auch sein erster Trainer, Steffen Hänisch, unglaublich stolz auf den Musterknaben. 57 Tore, aber nicht in einem Spiel, sondern in der Saison. Das darfst du nicht sagen. Nach dem Fußball ist vor der Billardkugel. So ganz wird sich Michael Ballack vom Runden ins Eckige wohl nie verabschieden können. Und auch sonst hat er sich nicht verändert, sagen die, die ihn kennen. Wir waren immer sehr frech, haben viel Blödsinn gemacht, waren jetzt wieder beim Klassentreffen, haben die Lehrerin gesagt, du und der Michael, ihr werdet mit die Schlimmsten gewesen. Und es war schon lustig, also wir haben viel erlebt, auch im Kindergarten, viel Blödsinn gemacht. Man freut sich immer wieder, wenn man sich trifft nach vielen Jahren, und es macht einfach Spaß, weil er ist so geblieben, wie er wirklich ist, und es macht Spaß, sich mit ihm zu unterhalten. Und noch etwas hat sich nicht verändert. Michael Ballacks unbändiger Wille zu gewinnen. Ob Billard oder Tischtennis, Wettkampf ist immer, auch zu Hause, bei Freunden. Michael Ballack, meine Damen und Herren, er ist da. Und er wird heute geehrt. Und ich weiß, viele Damen hier am weiten Rund auf dem Theaterplatz würden gerne mit Mom tauschen und mit Michael Ballack tanzen. Mal gucken, wen er sich heute erwählt. Kehrt zurück in seine Heimat nach Dresden. Und wer könnte ihn besser würdigen als der ebenfalls legendäre Waldemar Hartmann, besser bekannt als Waldi. Meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich hilft mir bei dieser Laudatio, dass ich als extrem kritischer und investigativer Hofberichterstatter die Berufslaufbahn des zu Lobhudelnden von Anfang bis zum Ende und der unwürdigen Show am Ende seiner Nationalmannschaftskarriere begleiten durfte. Lieber Michael, ich glaube auch, dass uns das Unwort des Jahres 2012, Opfer-Abo, irgendwie verbindet. Er hat es beim DFB, ich bei der ARD. Aber dafür bekommt man keinen Orden. Den Orden bekommt man zum Beispiel für jahrelangen engagierten Einsatz
als UN-Sonderbotschafter gegen AIDS und das ohne es an die große Glocke zu hängen. Und diesen Orden bekommt man für außergewöhnliche Leistungen und Fähigkeiten, die er als Fußballer über eine beeindruckende Zeit gezeigt hat und mit der er, Achtung, Ballmotto, die Fußballfans verzaubert hat. Ein paar Zahlen. Ein paar Zahlen gefällig. In 98 Länderspielen erzielte er als torgefährlichster Mittelfeldspieler der Welt 42 Treffer. Mit der deutschen Fußballnationalmannschaft wurde er Vize-Weltmeister und Vize-Europameister. Er hielt 4-mal die Schale des deutschen Fußballmeisters in die Höhe mit dem FC Bayern München und dem 1. FC Kaiserslautern. Dazu 3-mal den DFB-Pokal. Mit dem FC Chelsea wurde er englischer Meister und holte 3-mal den FA Cup. Nur ein großer internationaler Titel war ihm versagt. Das ahnte schon vor über 190 Jahren der österreichische Komponist Franz Schubert und schrieb für ihn Die Unvollendete. Lieber Michael, aber vielleicht lag es auch daran, dass du partout an deiner Rückennummer 13 festgehalten hast. Sie gilt überall in Deutschland als Unglückszahl. Im Flieger gibt es keine Reihe 13. Vielleicht wäre 7 besser gewesen, wer weiß es. Aber er war ein vollendet kompletter Fußballspieler. Schon als Bub schoss er beidfüßig und war starr mit einem eigenen Künstlernamen. In Karl-Marx-Stadt hieß es damals, wir gehen mit dem Balle bolzen. Das hätte fast noch dumm laufen können. Im jungen Alter wurde er bei einer sportärztlichen Untersuchung vermessen. Das Ergebnis ergab, erst auf Platz 9 erschien den Wissenschaftlern die Tatsache gut genug, vielleicht auch Fußballer. O Wissenschaft, wie irrst du so oft? Balle war ein großer Führungsspieler. Das ist ein Wort, das in der neuen deutschen Yogi-Fußballsprache gar nicht mehr vorkommt, ja auf dem Index steht. Dort sind flache Hierarchien mittlerweile gefragt. Meine Damen und Herren, dieses wunderbare Orchester hier in der Semperoper, die Staatskapelle Dresden, die sächsische Staatskapelle, spielt nur wirklich perfekt zusammen, wenn auch alle zusammen spielen. Trotzdem haben sie einen ersten Geiger und einen Dirigenten. Auch oder gerade in einem Team braucht man einen, der den Hut aufhat. Er, der Dirigent. Und das war er schon immer. In Leverkusen nannten sie ihn, an Anlehnung von Herbert von Karajan, den Herbert. Sein erster Profitrainer hat sogar gesagt, er erinnert ihn an Franz Beckenbauer. Also wenn er auch noch Kaiser geworden wäre, ich weiß nicht so recht, dann hätten wir heute vielleicht ein bisschen übertrieben. Er war jedenfalls der letzte Capitano in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Er war ein echter Anführer mit Ecken und Kanten und bisweilen auch unbequem. Und er war nicht nur Spielführer, um bei der Platzwahl die Wimpel zu tauschen. Kurz gesagt, er ist ein Großer des deutschen Fußballs. Und deswegen ehren wir ihn heute. Ballack! Ja! So muss das sein von einem Kapitän. Der St. Georgsorden des Dresdner Semper Opernballs geht an Michael Ballack.
Ja, vielen Dank erstmal für den warmen Applaus und für die netten Worte. Lieber Waldi, ich habe darauf bestanden, dass du hier stehen bleibst, weil uns verbindet ja wirklich eine lange Zeit und wir haben viele gemeinsame Stunden verbracht, also beruflich. Und es freut mich ganz besonders, dass du auch die Rede gehalten hast, weil ich habe mir überlegt, uns verbindet ja wirklich eine Gemeinsamkeit. Und zwar gibt es jemanden, der hatte wesentlichen Einfluss auch auf unsere Karriere, wenn auch unbewusst. Das war der Rudi Völler. Du kannst dich noch erinnern, dein legendäres Interview mit ihm nach einem Länderspiel, ja, auch ungewollt, aber ich glaube, danach hast du deinen Spitznamen wegbekommen. Hast, glaube ich, deinen ersten Werbevertrag gekriegt. Für Milch oder sowas war das, ne? Und bei mir war es ähnlich. Ich war ja damals, weil du die Rückennummer gerade angesprochen hast, ich glaube, ich war immer zufrieden mit meiner 13. Ich hatte schon immer eine Affinität zur Nummer 13. Das ist ja als Spieler, wenn man anfängt, Fußball zu spielen, das geht ja im Knirpsalter los, wenn man 7, 8 ist, ja, das erste Mal Punktspiel, dann werden die Nummern verteilt, dann wirft der Trainer so die Trikots auf den Boden und dann streitet man sich drum. Jeder will natürlich die Nummer 10, weil das war die, Netzer, Pelé, Maradona, alle hatten die Nummer 10. Ja, die gibt es aber nur einmal. Ja, die 13 gab es damals noch nicht, weil man ja immer, sage ich mal, von 1 bis 11 war durchnummeriert. Das kam erst später mit den höheren Nummern. Und somit war diese Nummer erst später für mich zuteil, und zwar unbewusst, als ich nach Leverkusen gewechselt bin. Vertrag war unterschrieben. Mein Dr. Michael Becker hat alles ausgearbeitet, rief mich an: Micha, du kannst vorbeikommen, wir können den Vertrag unterschreiben. Und dann habe ich zu ihm gesagt: ja, und was ist mit der Rückennummer? Da sagt er: ja, wie, was? Da sage ich: welche Nummer kriege ich denn? Ja, und dann sagt er: da müssen wir den Rudi anrufen. Ne? Dann haben wir den Rudi angerufen und dann hat der Rudi gesagt: ja, wir haben noch die 2 und die 15. Und dann habe ich gesagt: das geht nicht. Also mit der 2 spiele ich nicht, schon gar nicht als Offensivspieler. Und dann habe ich ihn gefragt, was mit der 13 ist. Und dann hat der Rudi gesagt: ja, die ist besetzt. Und dazu muss ich kurz erklären, er war der letzte Spieler, letzte Station auch in Leverkusen. Die 13 war damals blockiert für ihn. Also es durfte nie wieder ein Spieler mit der Nummer 13 spielen. Das gibt es normal nur im Basketball oder im Eishockey in Amerika, wo so Nummern blockiert werden. Also selbst Bayern München hat das, glaube ich, nie umgesetzt. Gerd Müller hätte vielleicht mal die Ehre bekommen mit der 13, Gott sei Dank nicht, sonst hätte ich sie danach nicht bekommen können. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Rudi hat die Nummer freigegeben, ich konnte somit mit der Nummer spielen. Das ist die kleine Gemeinsamkeit. Aber zurück zum Thema. Ich bedanke mich natürlich erstmal ganz, ganz herzlich für die Auszeichnung. Ich habe vielen tollen Stadien gespielt, aber sowas hier, das ist natürlich was ganz, ganz Besonderes, in dem Ambiente so eine Ehrung zu bekommen. Dazu vielen Dank. Ich grüße auch alle Dresdner draußen, die gekommen sind. Wir haben es vor uns erlebt, es regnet. Ja, es sind so viele Leute gekommen, es ist kalt, es ist nicht selbstverständlich. Also auch an draußen herzliche Grüße. Ich möchte mich natürlich bedanken in erster Linie, oder erstens, das möchte ich nicht versäumen, bei der Jury, die mir die Wahl zuteil bekommen hat. Natürlich bei allen Begleitern, die mich mein Leben lang oder meine Karriere begleitet haben, Trainer, Betreuer, aber auch Ärzte und Physiotherapeuten, die ja nicht eine unwesentliche Zeit mit mir verbracht haben. Und schlussendlich ganz besonders, glaube ich, meinen Eltern, die heute auch hier sind. Liebe Mama, lieber Papa, ihr seid meine besten Verteidiger meines Lebens. Euch nochmal vielen Dank. Ja, das war es eigentlich schon. Ich wünsche allen einen schönen Abend, eine schöne Ballnacht und danach ein flottes Tanzbein, wie man so schön sagt. Schönen Abend.